Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Ozan Kotbay. Heute haben wir den zweiten Video von der Schulung, was Astrologie ist und wie es mit mathematisch und Data über Python laufen wird. Da müssen wir wissen, wie die Standarten dort sind. Also was bedeutet und was wir damit machen können. Also bei dem letzten Video hatte ich gesagt, wie es anfängt. Dieses Video fangen wir sofort mit den Astrologiedaten an, damit wir auch wissen, was wir mit den Daten eigentlich machen können. Also, diesbezüglich habe ich vorbereitet, das fängt jetzt gerade von hier an. Da sehen Sie den Nordknoten und Südknoten. Südknoten ist hier. Das ist der Südknoten bei der Astrologie. Das nennen wir True Node. Südknoten und Nordknoten. Nordknoten hat einen mathematischen Wert von plus. Und Südknoten hat einen mathematischen Wert von minus. Warum es so ist? Weil Südknoten bedeutet die Vergangenheit. Unsere Vergangenheit. Das können wir über Solarfire so, das ist der Nordknoten und Südknoten muss immer dagegen sein. Wenn der Nordknoten Fisch ist, muss der Südknoten Jungfrau sein. Das ist ein mathematischer Muss, das werde ich bei dem nächsten Unterricht klären. Und wie gesagt, der Südknoten ist unsere Vergangenheit, Gewohnheiten. Was wir bis jetzt gesammelt haben, ist in diesem Topf drinne. Sieht wie das Symbol Aquarius aus, aber ist eine also ich weiß nicht, wie Sie es nennen möchten, ist auch relativ egal, Sie können es nennen, wie Sie möchten. Hier kommt jeder von unserem Leben rein. Und egal bei welchem Körper wir es machen und sammeln, kommt hier in diesem Topf rein. Und wir kommen einen vorbereiteten Topf, einen gesammelten Topf, und wir müssen die Gewohnheiten hier verlassen, deswegen ist es Minus, und mit dem Plus Nordknoten aufbauen. Aber dafür müssen wir erstmal lernen, was wir gelernt haben, sitzen lassen und danach das wird in dem Unterbewusstsein sitzen und danach mit dem Überbewusstsein müssen wir das zu dem Nordknoten sammeln. Es kommt von oben nach unten rein und bei dem Südknoten, beide machen regelmäßig retro, rückwärtsig. Das Unterschied ist, Nordknoten stoppt niemals mit der Rückwärtsbewegung. Aber Südknoten, die Vergangenheit, macht das erste 7 Tage, danach 9 Tage, danach 21 Tage. In jedem Stopp müssen wir zuerst für uns die Gewohnheiten und die Vergangenheiten oder die altmodische Gedanken verlassen
Und danach müssen wir das mit der Umgebung machen, 9 Tage. Und danach in 21 Tagen wird das bei unserem ganzen Leben sitzen. Das heißt, wir haben die Mühe gegeben und geschafft, unsere alten Gewohnheiten zu verlassen. Das ist mathematisch und logisch. Und damit wir es auch rauskriegen können, dann müssen wir gucken, ob es funktioniert. Und dafür müssen wir, einen Augenblick, ich öffne jetzt gerade den Phaeton auf, müssen wir nachvollziehen, ob, das ist Phaeton, Jupiter, das ist der AI, müssen wir alles kontrollieren, ob es richtig ist. Weil es muss fehlerfrei sein. Wenn Sie alles, das sind die Coden zum Beispiel von Phaeton, ich habe es vorbereitet für meine Videos, für fremde Sprachen, da sehen Sie auch die fremde Sprachen. Und wenn Sie jedes getan haben, den Sie tun müssen, und wie wissen Sie, dass es fehlerfrei ist? Hier gibt es Run. Nachdem Sie es vorbereitet haben, also wenn Sie fertig sind damit, mit dem Code des Ihr Lebens, dann müssen Sie nach Shift Enter drücken. Das heißt bei Phaeton Run. Run. Run all calls. Ich werde jetzt gerade nicht drücken. Entweder Run all calls oder Shift Enter. Das ist das Gleiche. Wenn Sie darauf drücken und wenn Sie keinen Fehler haben, dann fängt an, dieser Algorithmus genauso wie diesem Algorithmus anfangen, sich zu drehen, wenn es fehlerfrei ist. Wenn nicht, Phaeton nenne ich gleichzeitig der Planet Saturn. Und Saturn ist nur über Disziplin, mathematisch und logisch. Der Phaeton nenne ich gleichzeitig, wie gesagt, wie der Saturn. Und wenn du bei deinem persönlichen Lebenscoden, bei dem Daten, bei dem mathematisch, bei dem logisch, irgendetwas falsch getan hast, falsch gemacht hast, dann zeigt er hier Error und zeigt, wo dein Error ist, wo dein Fehler ist. Das musst du renovieren. Den Code musst du finden und da löschen, den richtigen Code, der das von dem Phaeton akzeptiert wird, eintragen. Und nachdem musst du von vorne nach randrücken, bis es fabelhaft funktioniert. Genauso wie dieser Algorithmus ist gleichzeitig der Phaeton. Die Daten, die Sie hier sehen, das sind Ihre persönlichen Daten von dem Planeten, Sternzeichen und Häuser. Und die gehen von den gesammelten Daten zu Neuigkeiten, neue Daten. Alte Gewohnheiten, Unterbewusstsein zum Überbewusstsein. Wir müssen mathematisch und logisch denken, sonst könnt ihr sowieso den Phaeton, also ihr eigenes Leben, nicht nutzen, nicht aufbauen. Wenn Sie unbedingt Ihre Gefühle nutzen möchten, müssen Sie es zuerst logisch, mathematisch einsetzen lassen, weil wenn Sie es nicht einsetzen lassen, dann wird es keine Zukunft haben, weil der Phaeton wird es nicht aufbauen und wird es nicht funktionieren. Wird sagen, du hast einen Fehler gemacht.
nachdem es alles funktioniert, wird der Saturn oder der Phaidon dir sagen, jetzt kannst du es genießen mit deinen Gefühlen. Du hast es verdient und du hast es geschafft. So läuft das ganze Leben, Phaidon, Astrologie und mathematisch mit Logik zusammen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dieser Unterricht ist bis hier. Bis zum nächsten Unterricht. Auf Wiedersehen.